In den grenzenlosen Tiefen des Weltraums lauert der Tod selbst lautlos. Unerbittlich. Ein massiver Felsbrocken rast mit 72.000 Stundenkilometern durch die Leere, schneller als 20 Kugeln, die auf einmal abgefeuert werden. Seine Masse beträgt 7,5 Milliarden Tonnen, mehr als das Gewicht aller Gebäude, die die Menschheit je gebaut hat. Sein Ziel ist ein blauer Planet, auf dem seit 160 Millionen Jahren riesige Echsen herrschen. Noch wissen sie nicht, dass ihre Zeit abläuft. Es bleiben nur noch wenige Stunden bis zum Ende ihrer Ära. Es war ein ganz normaler Tag in der Kreidezeit. Tyrannosaurier jagten pflanzenfressende Dinosaurier, Pterosaurier flogen durch die Lüfte und Mosasaurier und Plesiosaurier schwammen in den warmen Meeren. Die Temperatur war 10 Grad höher als heute und eine üppige Vegetation bedeckte sogar die Polarregionen. Kleine Säugetiere, nicht größer als moderne Ratten, versteckten sich im Schatten von Riesenfahnen. Keiner von ihnen ahnte, dass das Ende der Welt nahte. Am Nachthimmel über dem prähistorischen Nordamerika erscheint ein unheimliches Leuchten. Ein seltsamer Stern, zu hell, zu still. Wenn es Menschen gegeben hätte, wäre ihnen aufgefallen, dass dieser Stern nicht wie die anderen flackert. Von Stunde zu Stunde wird er heller, verändert aber kaum seine Position. Dies ist das Letzte, was die Bewohner des Mesozoikums sehen werden, ein kosmischer Leviathan von fast 80 Kilometern Breite, der die Energie von 1 Milliarde Atombomben in sich trägt. Die Geschwindigkeit dieses Gesteins ist so groß, dass niemand Zeit hätte zu blinzeln, wenn es über eine moderne Metropole hinwegginge. Die Wolkenkratzer würden schneller verdampfen, als das Signal der Augen das Gehirn erreichen könnte. Minuten vor dem Einschlag beginnen die oberen Schichten der Atmosphäre durch Reibung zu glühen. Würde man den Einschlag vom Mond aus beobachten, würde man den halben Erdball in einem unheimlichen Licht erstrahlen sehen. Wenn er in die Atmosphäre eintritt, fängt der Himmel selbst Feuer. Die Luft hat keine Zeit, sich vor seiner ungeheuren Masse zu teilen, der Asteroid bewegt sich 20 Mal schneller als die schnellste Kugel und 100 Mal schneller als ein Passagierflugzeug. Der Berg aus dem All braucht nur 3 Sekunden, um die 100 Kilometer dicke Schutzschicht des Planeten zu durchschlagen. Zum Vergleich, ein typischer Meteor braucht mehrere Minuten, um die Erdoberfläche zu erreichen. Die komprimierte Luft erhitzt sich sofort auf Tausende von Grad, heißer als ein Hochofen. Der Asteroid erzeugt eine so starke Schockwelle, dass die Luftmoleküle in Atome gespalten werden. Es bildet sich ein Plasmakorridor, der einem Tunnel in die Unterwelt ähnelt. Das flache Meer über Yucatan verdampft, bevor der Asteroid überhaupt die Oberfläche erreicht. Das Wasser verschwindet fast augenblicklich und verwandelt sich in überhitzten Dampf. Dann kommt der Moment der Wahrheit, 7,5 Milliarden Tonnen kosmischen Gesteins, das sich mit 16 Kilometern pro Sekunde bewegt, treffen auf die Erdkruste. Die Energie des Einschlags übersteigt alles, was der Planet seit seiner Entstehung erlebt hat. Jeder Kubikzentimeter des Asteroiden enthält eine Energie, die 100 Tonnen TNT entspricht. Beim Aufprall wird eine Energie freigesetzt, die 1 Million Mal größer ist als die der größten jemals von der Menschheit hergestellten thermonuklearen Bombe. Der Einschlag ist so stark, dass festes Gestein wie Wasser in Zeitlupe fließt. Granit, Basalt, Kalkstein, alle verwandeln sich in Sekundenbruchteilen in eine flüssige Schmelze. Die Erdkruste sinkt bis in eine Tiefe von 40 Kilometern ab, als hätte jemand den Mount Everest auf den Kopf gestellt. Die Schockwelle komprimiert das Gestein mit einer Kraft von Millionen Atmosphären und lässt neue Mineralien entstehen, die es vorher auf der Erde nicht gab. Die erste Welle des ausgeworfenen Gesteins steigt auf eine Höhe von 32 Kilometern, doppelt so hoch, wie moderne Passagierflugzeuge fliegen. Die Temperatur in dieser feurigen Fontäne erreicht 50.000 Grad, 5-mal heißer als die Oberfläche der Sonne. Geschmolzene Gesteinsbrocken werden mit einer Geschwindigkeit von 15 Kilometern pro Sekunde durch die Luft geschleudert, mit einer so ungeheuren Energie, dass selbst die Schwerkraft der Erde sie nicht halten kann und sie in die Dunkelheit des Weltraums schießen. Die Einschlagshöhle wächst mit Überschallgeschwindigkeit und erreicht fast den Planetenmantel. Innerhalb von Minuten entsteht ein 150 Kilometer breiter Krater, eine Strecke, die ein modernes Flugzeug in 15 Minuten zurücklegen würde. Doch die Natur verabscheut ein Vakuum. Wenn der Krater seine maximale Tiefe erreicht hat, explodiert das Zentrum nach oben und bildet einen temporären Berg von 30 Kilometer Höhe.
Dies ist der Höhepunkt der Apokalypse, ein Moment, in dem die Struktur des Planeten selbst kurz vor der Zerstörung steht. Die Schockwelle durchläuft die Erde und konzentriert sich auf die gegenüberliegende Seite des Planeten, wo das Gestein kurzzeitig flüssig wird. Seismische Wellen dieser Stärke schwingen über den Planeten wie eine läutende Glocke und erzeugen einen Infraschall, der stark genug ist, um die inneren Organe eines jeden großen Tieres im Umkreis von Tausenden von Kilometern zu zerreißen. Innerhalb der ersten 10 Minuten nach dem Einschlag verwandelt sich ein Gebiet von der Größe Australiens in ein Meer aus Feuer. Die Lufttemperatur steigt auf 300 Grad, heiß genug, um Holz spontan zu entzünden. Der Sauerstoff verbrennt so schnell, dass sich ein Vakuum bildet und Orkanböen mit über 1000 Stundenkilometern auf das Einschlagszentrum zu stürmen. Doch der eigentliche Schrecken beginnt erst jetzt. Es wird so viel glühendes Material in die Atmosphäre geschleudert, dass der Himmel heller wird als die Sonne. Billionen von Tonnen Gestein, die durch den Einschlag verdampft und geschmolzen sind, verteilen sich über den gesamten Planeten. Einige Fragmente von der Größe kleiner Asteroiden erreichen die Umlaufbahn des Mondes. Andere werden tief in den Weltraum geschleudert und werden zu den ersten Gesteinsbrocken der Erde, die das Sonnensystem verlassen. Der größte Teil des ausgeworfenen Materials kehrt jedoch innerhalb der nächsten Stunde zur Erde zurück und verwandelt die Atmosphäre in einen Krematoriumsofen. Billionen von glühenden Tektiten, Glaströpfchen aus geschmolzenem Gestein, fallen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 320 Kilometern pro Stunde. Einige haben die Größe eines Busses, die meisten sind wie Murmeln, aber alle sind tödlich. Es sind so viele, dass sich der Himmel orangerot färbt, wie der Deckel einer erhitzten Pfanne. Die Reibung dieser feurigen Kugeln mit der Atmosphäre erzeugt Temperaturen, die so hoch sind, dass die Haut eines jeden Landtieres in Sekundenschnelle zu schwelen beginnt. Selbst das Verstecken im Wasser hilft nicht, die obere Schicht des Weltozeans erhitzt sich bis zu einer Tiefe von mehreren Metern auf Siedetemperatur. Fische in den Oberflächengewässern werden buchstäblich bei lebendigem Leib gekocht. Und dann kommen die Tsunamis. Die erste Welle, so hoch wie ein 60-stöckiger Wolkenkratzer, stürzt eine Stunde nach dem Aufprall auf die Küste des Golfs von Mexiko. Sie bewegt sich mit der Geschwindigkeit eines Passagierflugzeugs und trägt die gesamte Energie aller Wirbelstürme der Erde in sich. Das Wasser dringt Hunderte von Kilometern ins Landesinnere vor, reißt alles mit, was sich ihm in den Weg stellt, und erzeugt Gegenströmungen, die so stark sind, dass sie Bäume entwurzeln und ganze Dinosaurierherden ins Meer tragen. 6 Stunden später erreichen bis zu 180 Meter hohe Wellen die Küsten Europas und Afrikas. Sie stürzen über die Gebirgsketten an der Küste und bilden Wasserfälle, die Niagara wie ein Rinnsal aussehen lassen. Das Wasser ergießt sich in die Krater der Vulkane an der Küste und löst eine Reihe von gewaltigen Explosionen aus, wenn geschmolzenes Magma auf kaltes Wasser trifft. Die Erdbeben reißen nicht ab. Die durch den Aufprall erzeugten Schockwellen in der Erdkruste umkreisen den Planeten mehrfach und lösen Ausbrüche ruhender Vulkane aus. Die tektonischen Platten werden erschüttert und die über Jahrtausende aufgebauten Spannungen lösen sich. Uralte Vulkane rund um den pazifischen Feuerring erwachen und spucken Millionen von Tonnen Asche und giftige Gase in die Atmosphäre. Doch das Schlimmste steht noch bevor. Der Asteroid schlug an der denkbar ungünstigsten Stelle ein, in einer Region, die reich an Öl und Schwefel ist. Der Einschlag lässt ganze Ölfelder verdampfen und schickt Wolken von Kohlenwasserstoffen in die Atmosphäre. 100 Milliarden Tonnen Schwefel werden in der Stratosphäre freigesetzt und verbinden sich mit Wasserdampf zu Schwefelsäure. Es kommt zu saurem Regen, der so stark ist, dass er sogar Gestein angreift. An den Polen des Planeten entfaltet sich ein weiterer Albtraum. Das Zusammentreffen polarer und tropischer Luftmassen löst Schneestürme von nie dagewesenem Ausmaß aus. An einem Tag fällt mehr Schnee als die Antarktis in 10 Jahren erhält. Doch dieser Schnee ist schwarz vor Ruß und sauer vom Schwefel, er reflektiert das Sonnenlicht nicht, sondern absorbiert es und beschleunigt das Schmelzen des Polareises. In den folgenden Wochen wird der Planet in Dunkelheit getaucht. Verdampftes Öl kondensiert in der Stratosphäre und bildet ein schwarzes, mehrere Zentimeter dickes Leichentuch. Dieser Kohlenstoffschleier ist so dicht, dass er selbst am Mittag am Äquator dunkler ist als die dunkelste Polarnacht. Die Photosynthese kommt fast zum Erliegen. Die Pflanzen, die den feurigen Sturm überlebt haben, beginnen zu verhungern.
Nach der feurigen Hölle folgt ein nuklearer Winter. Die Temperaturen sinken innerhalb weniger Monate um 50 Grad. Tropische Wälder verwandeln sich in Eiswüsten. Die Ozeane kühlen so schnell ab, dass das kalte Wasser nicht auf den Grund sinken kann. Es bilden sich riesige Strudel, die Meeresstiere in die eisigen Tiefen ziehen. Die Körper von Meeresreptilien sinken lebendig gefroren auf den Grund, wo ihre Überreste bis heute erhalten bleiben. Nur auf einigen wenigen tropischen Inseln, den Vorläufern des heutigen Madagaskar, Indien und Indonesien, bleibt die Temperatur hoch genug, dass große Tiere überleben können. Diese Inseln werden zu den letzten Zufluchtsorten für Dinosaurier, aber selbst hier droht ihnen ein langsamer Hungertod, da die Nahrungsketten einer nach dem anderen zusammenbrechen. Die Verdunstung kommt fast zum Erliegen. Der globale Wasserkreislauf ist gestört, Regen fällt nur noch über den Ozeanen, während sich die Kontinente in leblose Wüsten verwandeln. Die Niederschlagsmenge nimmt so drastisch ab, dass alle Kontinente in 2 Jahren weniger Wasser erhalten, als heute in einer einzigen Stunde Monsunregen in Indien fällt. Süßwasserquellen versiegen, Seen und Flüsse verschwinden. Nur die widerstandsfähigsten und anpassungsfähigsten Lebewesen überleben. Kleine Säugetiere, die einen Winterschlaf halten können, warten die Katastrophe in tiefen Höhlen ab und ernähren sich von Pilzen und Bakterien. Meeresschildkröten und Krokodile überleben, weil sie in der Lage sind, für längere Zeit ohne Nahrung auszukommen. Einige Vögel, die am Boden nisten, suchen Schutz in Höhlen, wo die Temperatur relativ stabil bleibt. 5 Jahre vergehen, bis die ersten Sonnenstrahlen den dunklen Schleier in der Atmosphäre durchbrechen. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits 75% aller Arten auf dem Planeten ausgestorben. Doch diese Katastrophe wird zur Wiege einer neuen Ära, dem Zeitalter der Säugetiere, das schließlich zur Entstehung der Menschheit führen wird. Und jetzt, 66 Millionen Jahre später, stehen wir vor einer ähnlichen Bedrohung. Im Jahr 2021 wird ein Asteroid namens Nereus nahe an der Erde vorbeifliegen, nur 330 Meter im Durchmesser, aber groß genug, um ein ganzes Land zu zerstören. Im Jahr 2060 wird er wiederkehren und erneut gefährlich nahe an uns vorbeiziehen. Jede geringfügige Änderung seiner Umlaufbahn könnte ihn direkt auf die Erde schicken. Und wir sollten nicht glauben, dass kleine Asteroiden sicher sind. Am 15. Februar 2013 erhielten die Einwohner von Tscheljabinsk eine düstere Erinnerung an die kosmische Bedrohung. Ein Meteor mit einem Durchmesser von nur 20 Metern trat mit einer Geschwindigkeit von 64.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre ein und explodierte in einer Höhe von etwa 30 Kilometern über der Erde mit einer Kraft, die 30-mal größer war als die der Hiroshima-Bombe. Die Druckwelle ließ die Fenster von 7200 Gebäuden in 6 Städten der Region zerspringen und verletzte mehr als 1600 Menschen durch umherfliegende Glassplitter. Und das von einem relativ kleinen Meteor, der sich in der Atmosphäre vollständig auflöste und nicht einmal die Erdoberfläche erreichte. Stellen Sie sich vor, was passieren könnte, wenn ein Himmelskörper nur ein bisschen größer oder stärker wäre. Aber im Gegensatz zu den Dinosauriern haben wir jetzt endlich die Chance, eine Katastrophe zu verhindern. Im September 2022 gelang der Menschheit der erste Schlag im Kampf gegen kosmische Bedrohungen. Das nur 570 Kilogramm schwere und 22.500 Stundenkilometer schnelle Raumschiff DART kollidierte absichtlich mit dem Asteroiden Dimorphos. Dieser Weltraumfelsen mit einem Durchmesser von 160 Metern umkreiste einen größeren Asteroiden, Didymos. Der Aufprall erfolgte 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, übertraf jedoch alle Erwartungen der Wissenschaftler. Durch den Einschlag verkürzte sich die Umlaufzeit von Dimorphos um 33 Minuten, weit mehr als die geplanten 10 Minuten. Damit war bewiesen, dass selbst ein relativ kleiner kinetischer Einschlag die Flugbahn eines Himmelskörpers erheblich verändern kann. Zum ersten Mal in der Geschichte beobachtete die Menschheit die Bewegung von Himmelskörpern nicht nur, sondern konnte sie auch gezielt beeinflussen. Heute wird der Himmel mit einem Netz von Teleskopen kontinuierlich abgesucht, um potenziell gefährliche Objekte aufzuspüren. Jeder verdächtige Asteroid steht unter ständiger Beobachtung und seine Umlaufbahn wird Jahrzehnte im Voraus berechnet. Wir entwickeln fortschrittliche Verteidigungstechnologien, von kinetischen Impaktoren bis hin zu Gravitationstraktoren und Sonnensegeln.
Doch die wichtigste Frage bleibt, können wir einen wirklich großen Asteroiden wie Chicxulub aufhalten? Mit der heutigen Technologie können wir die Flugbahn eines kleinen Weltraumkörpers verändern, aber um ein Objekt von der Größe eines Berges mit einer Breite von mehreren 10 Kilometern abzulenken, bedarf es etwas Größeres. Vielleicht wird die Lösung dieses Problems der nächste große Schritt in der menschlichen Evolution sein, entweder wir lernen, unseren Planeten zu schützen, oder wir werden eines Tages das Schicksal der Dinosaurier teilen. Die Zeit schreitet voran, und der Weltraum bewahrt seine Geheimnisse. Irgendwo da draußen, in der Dunkelheit zwischen den Sternen, ist vielleicht schon ein neuer Planetenkiller auf dem Weg zu uns. Die Frage ist nicht, ob der nächste Zusammenstoß stattfinden wird, sondern ob wir bereit sind, ihn zu verhindern.